Der Kobold in der Mühle. Es machten einmal 2 Studenten von Rinteln eine Fußreise. Sie gedachten, in einem Dorfe zu übernachten. Weil aber ein heftiger Regen fiel und die Finsternis so sehr überhand nahm, dass sie nicht weiter konnten, gingen sie zu einer in der Nähe liegenden Mühle, klopften und baten um Nachtherberge. Der Müller wollte anfangs nicht hören. Endlich gab er ihren inständigen Bitten nach, öffnete die Tür und führte sie in eine Stube. Sie waren beide hungrig und durstig, und da auf dem Tisch eine Schüssel mit Speise und eine Kanne mit Bier stand, baten sie den Müller darum und waren bereitwillig, es zu zahlen. Der Müller aber schlug's ab. Selbst nicht ein Stück Brot wollte er ihnen geben und nur die harte Bank zum Ruhebett vergönnen. Die Speise und der Trank, sprach er, gehören dem Hausgeist. Ist euch das Leben lieb, so lasst beides unberührt, sonst aber habt ihr kein Leid zu befürchten. Lärmt's in der Nacht vielleicht, so bleibt nur still liegen und schlafen. Mit diesen Worten ging er hinaus und schloss die Türe hinter sich zu. Die 2 Studenten legten sich zum Schlafen nieder, aber etwa nach einer Stunde griff den einen der Hunger so übermächtig an, dass er sich aufrichtete und die Schüssel suchte. Der andere, ein Magister, warnte ihn, er sollte dem Teufel lassen, was dem Teufel gewidmet wäre. Aber er antwortete, ich habe ein besser Recht dazu als der Teufel, setzte sich an den Tisch und aß nach Herzenslust, so dass wenig von dem Gemüse übrig blieb. Danach fasste er die Bierkanne, tat einen guten pommerschen Schluck und nachdem er also seine Begierde etwas gestillt, legte er sich wieder zu seinem Gesellen. Doch als ihn über eine Weile der Durst aufs Neue plagte, stand er noch einmal auf und tat einen zweiten so herzhaften Zug, dass er dem Hausgeist nur die Neige hinterließ. Nachdem er sich's also selbst gesegnet und wohl bekommen geheißen, legte er sich und schlief ein. Es blieb alles ruhig bis zur Mitternacht, aber kaum war die herum, so kam der Kobold mit großem Lärm hereingefahren, wovon beide mit Schrecken erwachten. Er brauste ein paar Mal in der Stube auf und ab, dann setzte er sich, als wollte er seine Mahlzeit halten, zu dem Tisch und sie hörten deutlich, wie er die Schüssel herbeirückte. Gleich darauf setzte er sie, als wäre er ärgerlich, hart nieder, ergriff die Kanne und drückte den Deckel auf, ließ ihn aber gleich wieder ungestüm zuklappen. Nun begann er seine Arbeit, wischte den Tisch, danach die Tischfüße sorgfältig ab und kehrte dann, wie mit einem Besen, den Boden fleißig ab. Als das geschehen war, ging er noch einmal zur Schüssel und zur Kanne zurück, ob es jetzt vielleicht besser damit stehe, stieß aber beides wieder zornig hin. Darauf fuhr er in seiner Arbeit fort, kam zu den Bänken, wusch, scheuerte, rieb sie, unten und oben. Als er zu der Stelle gelangte, wo die beiden Studenten lagen, zog er vorüber und nahm das übrige Stück unter ihren Füßen in die Arbeit. Wie er zu Ende war, fing er an der Bank oben zum 2. Mal an und überging auch zum 2. Mal die Gäste. Zum 3. Mal aber, als er an sie kam, strich er dem einen, der nichts gegessen hatte, über die Haare und den ganzen Leib, ohne ihm im geringsten weh zu tun. Den anderen aber packte er an den Füßen, riss ihn von der Bank herab, zog ihn ein paar Mal auf dem Erdboden herum, bis er ihn endlich liegen ließ und hinter den Ofen lief, wo er ihn laut auslachte. Der Student kroch zu der Bank zurück, aber nach einer Viertelstunde begann der Kobold seine Arbeit von Neuem, kehrte, säuberte, wischte. Die beiden lagen da, in Angst zittern. Den einen fühlte er, als er an ihn kam, ganz lind an, aber den anderen warf er wieder zur Erde und ließ hinter dem Ofen ein grobes und spottendes Lachen hören. Die Studenten wollten nun nicht mehr auf der Bank liegen, standen auf und erhuben vor der verschlossenen Türe ein lautes Geschrei, aber es hörte niemand darauf. Sie beschlossen endlich, sich auf dem platten Boden hart nebeneinander zu legen. Aber der Kobold ließ sie nicht ruhen. Er begann sein Spiel zum 3. Mal, kam und zog den Schuldigen herum und lachte ihn aus. Dieser war zuletzt wütend geworden, zog seinen Degen, stach und hieb in die Ecke, wo das Gelächter herschallte, und forderte den Kobold mit Drohworten auf, hervorzukommen. Dann setzte er sich mit seiner Waffe auf die Bank, zu erwarten, was weiter geschehen würde. Aber der Lärm hörte auf und alles blieb ruhig. Der Müller verwies ihnen am Morgen, dass sie seiner Ermahnung nicht nachgelebt und die Speisen nicht unangerührt gelassen. Es hätte ihnen leicht das Leben kosten können.